Darüber wollen wir sprechen mit unserem Kolumnisten Hendrik Ambroder. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Freuen Sie sich auch schon so wie ich auf Samstagabend, Samstagnacht hier in der Hauptstadt? Heimspiel für die Türken? Natürlich Heimspiel für die Türken. Wir haben das jeden Tag. Ich wohne in der Nähe vom Kurfürstendamm. Das war ein langer Abend gestern. Und Vorgestern. Vorgestern? War das wirklich schon Dienstag. vorgestern? War Dienstag, ja. Dienstag, ja, sehen Sie. Unter dem Einfluss von das Erdogan gleiche Problem. vergeht die Zeit wie im Flug. Ja, ich freue mich sehr auf den Besuch des türkischen Staatspräsidenten. Und ich muss sagen, er gefällt mir immer besser. Der ist ungefähr so, als würde ich Ihnen vor die Tür kotzen, Sie fremdenfeindlich nennen, Sie ziemlich beschimpfen und dann sagen, ja, aber morgen Abend komme ich zu euch zum Abendbrot. Um zu gucken, dass alles in Ordnung ist. Ja, und dafür gibt es einen schönen alten Begriff, das ist Chutzpe. Und ich muss sagen, das hat was. Noch mehr Chutzpe hätte allerdings die Innenministerin, wenn sie den Wolfsgruß vorher einfach verbieten würde. In Österreich und auch in Frankreich, da ist das ja schon so. Jetzt hat aber Frau Faeser das Ganze einfach an die UEFA weitergeschoben. Ja. Hat gesagt, die sollen sich da um den Spieler, um Herrn Demiral kümmern. Das zeugt jetzt nicht von so viel Chutzpe. Denn was will man machen, wenn jetzt auf einmal Herr Erdogan da oben steht und auch den Wolfsgruß macht? Wäre peinlich. Ja, genau das ist es. Und ehrlich gesagt, ein bisschen hoffe ich darauf, zumal ich den ganzen Tag schon über und irgendwie schaffe ich es nicht. Das Müssen Sie jetzt auch nicht mehr lernen. Vielleicht sind das Anzeichen von Gicht, ich hoffe nicht. Nein, ja, ich freue mich schon, wenn Erdogan da steht, weil wirklich diesen Gruß macht und das, was Frau Faeser macht. Gut, man kann eigentlich diese Ministerin nicht mehr richtig ernst nehmen. Sie hat zum Beispiel, nur ein Beispiel, für den Job des hessischen Ministerpräsidenten kandidiert, glänzende 15% bei den Wahlen bekommen und hat sich überhaupt nicht geniert. Europawahl. Mehr als bei der Europawahl, ja, 1% mehr, glaube ich, oder sogar 1,5. Nein, Frau Faeser hat diesen Satz gesagt, die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen. Wenn die das sagt, dann wissen wir, das Gegenteil trifft zu und es wird keine Konsequenzen geben. Das Gleiche hat sie schon mit deutschem Rechtsextremismus gesagt, mit Antisemitismus, hat keinen Platz zu suchen. Mit anderen Worten, welcome all. Also die UEFA hat jedenfalls so eine Untersuchung eingeleitet. Das Ergebnis, das ist noch nicht klar. Aber Herr Demiral, der hat sich auch geäußert nach dem Spiel, hat gesagt, wie ich gefeiert habe, hat es etwas mit meiner türkischen Identität zu tun. Es stecke keine versteckte Botschaft dahinter. Wir sind alle Türken. Ich bin sehr stolz, Türke zu sein. Und es werde hoffentlich noch mehr Gelegenheiten geben, diese Geste zu zeigen. Ja. Also ich meine, er hat ja auch gesagt, er weiß nicht, was er da gemacht hat. Wenn er wirklich nicht gewusst hat, was er da gemacht hat, dann wäre doch die angemessene Reaktion zu sagen, okay, es tut mir leid, ich werde es in Zukunft unterlassen. Aber das zeugt ja noch mehr davon, dass er einfach nur provozieren möchte. Wie lächerlich macht sich die UEFA, wenn sie ihn nicht sperrt? Die UEFA macht sich total lächerlich und das nicht zum ersten Mal. Ich meine, die will untersuchen. Was gibt es da viel zu untersuchen? Bei einem Videobeweis, bei einem Elfmeter wird auch nicht lange untersucht. Da schaut man sich die Videoaufzeichnung einfach nochmal an. Sekunden, genau. Ja. Dann gab es noch den Fall mit Antonio Rüdiger. Ich weiß nicht, was da untersucht worden ist. Und das Außenministerium der Türkei hat eine Erklärung abgegeben, nämlich nicht jede Person, die das Zeichen der grauen Wölfe zeigt, kann als rechtsextremistisch bezeichnet werden. Ich meine, nicht jeder, der ein Hakenkreuz auf der Brust trägt, muss ein Nazi sein, nicht wahr? Das kann auch ein großer Freund. Ja, das kann auch ein Freund indischer Sitten sein. Das Hakenkreuz kommt ja aus diesem Raum. Und es muss nicht jeder gleich ein Nazi sein. Aber komischerweise in Sylt waren es alles Nazis, nicht wahr? Nachdem sie ein albernes, dummes, kleines Lied gesungen haben. Aber hier ist es ja auch die Einschätzung des türkischen Außenministeriums. Ne? Aber das ist da letzten Endes auch ein Schlag ins Gesicht für Kurden und Armenier und andere Volksgruppen. Nein, übrigens auch ein Schlag ins Gesicht. Ich bin ja kein deutscher Patriot, aber für uns Deutsche ist das ein Schlag ins Gesicht. So benimmt man sich nicht als Gast in einem anderen Land. Ganz einfach. Es geht gegen Benimmregeln. Und das müsste mal unseren türkischen Freunden jemand sagen. Vielleicht müsste man sie auch daran erinnern, dass im Jahre 23 über 60.000 Türken Asyl in der Bundesrepublik beantragt haben. Und es waren entweder Kurden, nehme ich an, die tatsächlich verfolgt werden, oder nur Leute, die hier einen Platz an der Sonne haben wollten. 60.000 aus einem Land, mit dem wir gute diplomatische Beziehungen haben, ein Land, das in die EU aufgenommen werden möchte, und wir lassen das geschehen. Nummer 1 bei den Flüchtlingen sind die Syrer. Dann kommen die Afghanen aus einsehbaren Gründen und dann unser demokratischer Nachbar und das Schutzschild der NATO im Osten, die Türkei. Das müsste man auch mal sagen. Und wissen Sie, was ich noch so irre finde, ist, die Frage ist, wer ist hier der Souverän? Und ganz offensichtlich gibt es Momente, da der
türkische Ministerpräsident oder in dem Fall der Staatspräsident, der souverän ist und dann auf uns mit dem Finger sagt und sagt, ihr seid alle fremdenfeindlich. Das ist schon mehr als Chutzpe. Das ist eine solche Schamlosigkeit. Und es genügt dann nicht, den Botschafter einzuberufen. Nach sowas müssten eigentlich die Beziehungen für mindestens ein paar Tage eingefroren werden. Aber auch nicht länger. Herr Broder, Dankeschön. Ich danke Ihnen.